Hi, für das heutige Video habe ich mir zum Thema Punzieren einen Traumfänger ausgesucht. Die oberen Kreise werde ich gleich mit einem Zirkel anzeichnen und damit der Fuß des Zirkels in der Mitte keinen Abdruck hinterlässt, habe ich mir einen Kreis ausgestanzt mit 15 mm Durchmesser. Die kleine schwarze Kunststoffschablone dient mir nachher als Anzeichenhilfe für das Muster innerhalb des oberen Teils des Traumfängers. Ich habe es mir am 3D-Drucker ausdrucken lassen, aber man kann es natürlich auch einfach nur aus Pappe ausschneiden. Dann vergrößere ich den Radius des Zirkels und zeichne mir den zweiten Kreis an. Mit Hilfe einer Ahle markiere ich mir um dieses kleine Lederstück ein paar Hilfslinien. Anhand derer ich jetzt mit einer Kreisschablone einen ordentlichen Kreis markiere. Mit Hilfe dieser Winkelschablone markiere ich mir am äußeren Kreis oder auch am inneren, ist eigentlich völlig wurscht, Punkte im 40 Grad Abstand. Mit Hilfe meines kleinen Kunststoffteilchens und einem Stylus markiere ich mir jetzt das Muster im oberen Teil des Traumfängers. Jetzt geht die Arbeit mit dem Swivel Knife los. Zuerst der kleine Kreis in der Mitte. Ich schneide immer nur kleine Segmente ein. Denkt dran, das Messer immer zwischen Daumen und Mittelfinger drehen. Man kann natürlich auch ein kleines bisschen das Leder mitdrehen. Hauptsache der Kreis wird rund. Danach schneide ich alle Linien des Musters ein. Um die Linien immer gleichmäßig hinzubekommen, nehme ich einmal meinen Handballen als Ankerpunkt. Trotzdem muss ich immer noch das Messer zwischen den zwei Fingern drehen. Es ist also eigentlich eine Mischung aus dem Drehen des Swivel Knives zwischen Daumen und Mittelfinger, dem Handballen als Ankerpunkt, um die ganze Hand darum zu drehen, und dem Drehen des Leders mit der linken Hand. Wenn ich jetzt die Bögen in die andere Richtung einschneide, halte ich wirklich ganz kurz vor der Linie an mit dem Schnitt. Das ist vielleicht höchstens ein Zehntel Millimeter. Ich möchte halt nicht, dass sich bei zwei recht spitzwinklig aufeinander zulaufenden Linien das Leder nachher eventuell ablöst.
Hier schneide ich jetzt den äußeren Kreis ein. Auch hier wieder nehme ich meinen Handballen als Ankerpunkt. Gleichzeitig drehe ich das Leder und gleichzeitig drehe ich ganz leicht, weil es halt ein größerer Radius ist, das Swivel Knife zwischen Daumen und Mittelfinger. Auf dem Rand oben möchte ich gerne noch ein kleines Muster einbringen. Hier schneide ich kleine Muster in ganz unregelmäßigen Abständen, so wie es mir jetzt gerade gefällt, ein. Dann kommen wieder ein paar Federn, die unten am Traumfänger hängen. Wer schon ein paar Videos von mir gesehen hat, kennt das mit den Federn. Deshalb hier alles im schnellen Vorlauf. Für die, die zum ersten Mal hier zuschauen, verlinke ich oben rechts nochmal das Video, wie punziere ich eine Feder. Diese Federn habe ich jetzt auch nicht mehr irgendwie vorgezeichnet, ich schneide sie einfach direkt ins Leder. Jetzt kommt der Beveler zum Einsatz. Der große Kreis wird nach außen hin gebevelt, der etwas kleinere nach innen.
Ich stelle ja in den Videos immer mal neue Punziertools vor. Da viele davon ja wirklich nicht günstig sind, jetzt mal hier eine billige Alternative. Das hier ist ein selbstgemachter Backbeveler. Da ich nicht wusste, ob es was wird, habe ich einen ganz billigen Beveler, ganz normalen, schlichten Beveler genommen, eine Metallfeile und habe mir einen Backbeveler selbst daraus gefeilt. Dieser spezielle Beveler besitzt an der Schräge eine Kurve oder einen Bogen, sodass die gebevelte Linie ebenfalls einen Bogen ergibt und nicht eine normale Schräge, wie sonst bei dem regulären Beveler. Ich hoffe, man kann das hier in der Nahaufnahme sehen. Für die Details der Feder nehme ich sonst meistens einen Herringbone Liner oder ein Hairblade Tool. Verlinke ich alles unten in der Videobeschreibung. Diesmal habe ich mir gedacht, nimm doch einfach mal das Swivel Knife. Ich habe ganz eng aneinander liegende Linien ganz leicht eingeschnitten, um die Struktur der Feder hervorzuheben. Probiert es einfach mal aus. Man muss nicht für alles ein spezielles Tool kaufen. Man kann, aber man muss nicht. Oben um den Traumfänger herum habe ich noch mit einem Matting-Tool gearbeitet. Und habe dann festgestellt, dass das große Matting-Tool ziemlich genau in den mittleren Kreis passt. Da ich sowieso nicht genau wusste, was ich damit machen sollte, habe ich es einfach mal damit ausgefüllt. Als nächster Schritt kommt das Färben. Ich nehme wieder hier meine Lederacrylfarbe. Ihr seht es gleich noch in einem Foto, welche Farben ich verwendet habe. Als Basisfarbe nehme ich Weiß. Ich möchte es nicht ganz deckend aufbringen, deshalb nehme ich nur ganz wenig Farbe und führe den Pinsel auch immer in Richtung der Federstruktur. Da jemand unter dem Video Wie punziere ich eine Feder, die ich damals mit Türkis gefärbt habe und Schwarz und Weiß, gesagt hat, Rosé sähe doch bestimmt auch ganz nett aus, habe ich diesmal Pastelltöne gewählt. Und nicht nur Rosé, sondern durch die Bank alles, was ich da habe. Außerdem verwende ich so eine günstige Kunststoffmalpalette, habe ich von Amazon, und einen schmalen und einen etwas breiteren Pinsel. Jetzt die Farbe auch nur ganz dünn aufgebracht. Die Struktur, die ich mit dem Swivel Knife eingeschnitten habe, möchte ich ja erhalten haben. Die Antikpaste kommt ja nachher auch noch und die muss ja irgendwo greifen können.
Die Spitzen der Federn möchte ich gerne in Schwarz haben. Die oberste Spitze habe ich deckend gefärbt und sobald ich gemerkt habe, dass nicht mehr ganz so viel Farbe auf dem Pinsel ist, bin ich etwas weiter gegangen Richtung dem gefärbten Bereich mit dem Pinsel. Da will ich halt wieder das Schwarz nicht mehr deckend haben, sondern dass die Pastellfarbe etwas durchschimmert. Den Ring vom Traumfänger habe ich natürlich auch mit all diesen Pastellfarben eingefärbt. Zusätzlich habe ich in diesem Spinnennetz vom Traumfänger noch ein paar Sieder gesetzt und diese Abdrücke auch eingefärbt. Hier das ganze Bild nach dem Ölen. Dann habe ich eine Schicht Finish aufgebracht, Antikpaste in Sheridan Brown und noch eine Schicht Finish. Fertig ist unser Traumfänger in Pastell. Hier nochmal der obere Bereich im Detail. Und eine Nahaufnahme der Federn. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos und bis zum nächsten Mal.